Digitaler Minimalismus und bewusster Medienkonsum. Weißt du, Luisa, vor ein paar Jahren war mein Alltag komplett von digitalen Geräten beherrscht. Ich war ständig online, checkte meine sozialen Medien und ließ mich von endlosen Benachrichtigungen ablenken. Irgendwann merkte ich, dass ich in einem digitalen Strudel steckte, mit ständigem Stress und fehlender Konzentration. Da beschloss ich, meinen Medienkonsum drastisch zu ändern und mich auf digitalen Minimalismus zu konzentrieren. Das klingt spannend, Sebastian. Ich fühle mich auch oft wie eine Gefangene meines Handys. Nachrichten, Social Media, E-Mails. Und trotzdem habe ich immer Angst, etwas zu verpassen. Wie hast du es geschafft, deine Bildschirmzeit so stark zu reduzieren? Zunächst habe ich meine Gewohnheiten hinterfragt und meine Bildschirmzeit gemessen. Ich war geschockt. Im Schnitt waren es über 6 Stunden täglich. Dann habe ich mir konkrete Ziele gesetzt. Weniger Zeit in sozialen Medien, klare Offline-Phasen und bewussteren Medienkonsum. Dabei merkte ich, dass vieles online gar nicht so wichtig ist, wie es zunächst scheint. Klingt ziemlich radikal. Ich habe mir auch schon vorgenommen, das Handy öfter wegzulegen, aber dann schaue ich nur kurz nach. Und ehe ich mich versehe, ist 1 Stunde vergangen. Hast du konkrete Regeln aufgestellt? Ja, einige klare Strategien, feste Offline-Zeiten. Ab 20 Uhr lege ich alle Geräte beiseite. Keine E-Mails, kein Social-Media-Scrolling. Bildschirmzeit reduzieren. Ich nutze Apps, die mein Online-Verhalten tracken und mich an mein Limit erinnern. Prioritäten setzen. Statt wahllos zu scrollen, frage ich mich, welche Informationen mir wirklich weiterhelfen. Gerade diese Fear of Missing Out, auch FOMO, macht mir zu schaffen. Ich checke ständig, ob irgendwo etwas Spannendes passiert, das ich verpassen könnte. Das Gefühl kenne ich gut. Anfangs hatte ich auch Panik, irgendwas Wichtiges zu übersehen. Aber mal ehrlich, die meisten Posts oder Nachrichten sind nicht lebenswichtig. Ich schaue daher nur noch 2-mal pro Tag in meine Feeds, morgens und abends. Das schenkt mir Ruhe und Konzentration. 2-mal am Tag? Wow, das ist echt diszipliniert. Und was ist mit deinem Digital Detox, von dem du erzählt hast? Du warst ja sogar eine Woche komplett offline. Stimmt. Ich habe es bewusst geplant, Termine umorganisiert und mir Offline-Aktivitäten gesucht. Ein Buch lesen, Spaziergänge, Treffen mit Freunden ohne Handy. Anfangs war es ungewohnt, fast schon beängstigend. Doch nach 2 Tagen spürte ich eine unglaubliche Freiheit und mehr Präsenz im Alltag. Ich merkte, dass ich nicht permanent online sein muss, um glücklich zu sein. Eine ganze Woche offline klingt für mich fast unmöglich. Manchmal kann ich nicht mal einen Abend offline sein, ohne das Gefühl zu haben, etwas zu versäumen. Genau das ist das Problem. Wir glauben, permanent auf dem Laufenden sein zu müssen. In Wirklichkeit verpasst du online nichts Bahnbrechendes, zumindest nicht ständig. Und selbst wenn, echte Lebensqualität entsteht doch vor allem offline. Wahrscheinlich hast du recht. Ich scrolle oft durch Social Media, ohne wirklich etwas davon zu haben. Manchmal würde ich lieber lesen oder mich mit Freunden treffen, aber dann lande ich doch wieder am Handy. Hast du noch Tipps, wie man weniger Zeit mit dem Smartphone verbringt? Klar. Ich habe zum Beispiel alle Benachrichtigungen deaktiviert, die nicht absolut notwendig sind. So werde ich nicht ständig unterbrochen. Außerdem nutze ich Apps, die mir meine täglichen Nutzungszeiten anzeigen. Das schärft das Bewusstsein. Und ganz wichtig, feste Check-in-Zeiten statt ununterbrochenes Online-Sein und ab und zu ein geplanter Digital Detox-Tag. Vielleicht fange ich wirklich mal mit einem festen Tag an dem ich komplett offline bin. Ich habe nur Angst, dass ich es nicht durchhalte. Eine Woche klingt immer noch utopisch, aber ein Tag könnte machbar sein. Ein Tag ist ein guter Start. Vor allem merkst du schnell, wie erholsam es sein kann.
Ich habe festgestellt, dass Offline-Sein ein bisschen wie das Aufräumen eines überfüllten Zimmers ist. Zuerst siehst du das Chaos und fragst dich, wo du anfangen sollst. Aber wenn du einmal loslegst und konsequent aussortierst, findest du plötzlich Ordnung und fühlst dich richtig befreit. Das ist eine schöne Metapher. Im übertragenen Sinne sortiere ich dann meine Zeit sowie überflüssige Gegenstände im Zimmer aus. Hast du manchmal Schwierigkeiten, konsequent zu bleiben? Aber sicher. Es gibt Tage, da werde ich wieder von digitalen Verlockungen eingesogen. Vor allem, wenn ich müde bin oder Prokrastination lockt. Dann frage ich mich, brauche ich das jetzt wirklich? Und meistens reicht diese Frage, um mich zu bremsen. Klingt, als müsste man sich ständig selbst motivieren. Aber der Gedanke an ein aufgeräumtes, digitales Leben ist verlockend. Ich glaube, ich setze mir ein konkretes Ziel. Jeden Abend ab 21 Uhr offline. Das sollte doch machbar sein. Auf jeden Fall. Und wenn dir das gut tut, könntest du es gelegentlich ausweiten. Zum Beispiel am Wochenende. Wenn du erstmal merkst, wie viel Zeit du zurückgewinnst, willst du diese Ruhe oft gar nicht mehr hergeben. Ich bin echt neugierig, ob ich dadurch ruhiger schlafe und mich tagsüber besser konzentrieren kann. Ich wette, das hat einen spürbaren Effekt. Ganz bestimmt. Auch mir hat das Offline-Sein deutlich gezeigt, wie wertvoll es ist, nicht ständig von digitalen Reizen überflutet zu sein. Gleichzeitig sehe ich Technologie als großartige Unterstützung, nur eben nicht als Mittelpunkt meines Lebens. Ich finde das wirklich motivierend. Ich bin bereit, kleine Schritte zu machen. Vielleicht treffe ich mich sonntags mit Freunden mal ganz ohne Handy und schaue, wie sich das anfühlt. Hast du Lust, in ein paar Wochen zusammenzufassen, wie es bei mir geklappt hat? Sehr gerne. Lass uns in einem Monat hier im Café treffen und unsere Erfahrungen austauschen. Wir können über unsere Rückfälle lachen, neue Tipps geben und sehen, ob wir noch andere Strategien finden. Perfekt. Das spornt mich an, konsequent zu bleiben. Es ist gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die sich mit digitalem Overload herumschlägt. Genau. Wir motivieren uns gegenseitig und entwickeln zusammen Wege, um bewusster mit unseren Geräten umzugehen. Das Wichtigste ist, dass du das Gefühl hast, deine Zeit und Energie wieder selbst zu bestimmen. Das sehe ich jetzt schon. Ich fühle mich allein durch dieses Gespräch viel entschlossener. Auf digitalen Minimalismus und mehr Klarheit im Kopf. Auf uns und auf die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie wir unsere Zeit gestalten. Schön, dass wir darüber geredet haben, Luisa. Ich bin gespannt, welche Veränderungen du bald spürst.